Das ist es, das offiziell beste Brot der Schweiz 2018. Das Feuersteinbrot von Stefan Kränger aus Bolligen bei Bern. Es ist im November an der Swiss Bakery Trophy, einer Art Bäckermeisterschaft in Bühl, prämiert worden. Der Bäckermeister hat ein altes Rezept angepasst. Ich habe es einfach auf meine Art gemacht, mit Sauerteig angereichert. Und wir tun jetzt noch ein bisschen Röstmalz rein, dass wir noch ein bisschen eine dunklere Farbe bekommen. Und das ist dann eigentlich mein Brot geworden. Neben Kränger steht Michael Kleinert. Er ist der Brotprofessor in der Schweiz. Selbst gelernter Bäckermeister hat er als Lebensmittelforscher eine große Passion: gutes Brot. Vom Geruch her, man merkt diese ganz feine säuerliche Noten. Genau. Die beiden degustieren das Meisterbrot. Und schnell wird klar, Michael Kleinert bewertet Brot ganz anders als die meisten. Was ich ganz besonders spannend finde, auch so die Wiederentdeckung von Bitterkeit. Da kommt natürlich durch dieses ganz rassig Dunkle ein Hauch Bitterkeit und das lässt sich wunderbar ergänzen. Kleinert findet, Brot sei unterschätzt und das liege an der fehlenden Sprache. Ich hatte tatsächlich mal ein Erlebnis in einem Feinschmeckerlokal in Zürich, wo ein Freund mir Wein beschrieben hat, ich sage jetzt nicht tausenden Vokabeln, und sehr blumig. Und ich habe ihm eine Scheibe Brot gegeben und hat gesagt, das Brot schmeckt gut. Und das ist so unsere Realität. Gutes Brot brauche mehr Beachtung, sagt er. Viele Prozesse rund ums Brotbacken seien noch unerforscht. Brot ist für Kleinert Leidenschaft und Berufung zugleich. In seinem Labor an der ZHAW in Wädenswil erforschen er und seine Studenten den Geschmack des perfekten Brots. Mit modernsten wissenschaftlichen Methoden wird hier die Knusprigkeit der Kruste analysiert. Bei der Krume sind es die Größe der Löcher und welche Bedeutung sie für den Geschmack haben. Die Forscher testen minutiös die Elastizität der Brotkrume und damit das Beißerlebnis. Und sie vermessen das Volumen präzise mit einem Laser. Was genau passiert denn da beim Backen? Und was hat es mit der Erinnerung ans Brot der Großmutter auf sich, das damals einfach besser war? Es ist sehr viel Mythos, weil den Geschmack gibt es nicht. Es gibt die Zusammensetzung unterschiedlicher Geruchs- und Geschmackseindrücke. Und wir können heute sehr viel, zum Beispiel im Brot mehr als 300 Aromastoffe finden. Aber wir können nicht 300 Aromastoffe zusammensetzen und dann ist es wieder der Brotgeschmack. Also es ist ein sehr komplexes Phänomen, Geschmack generell, aber wir sind dem Brotgeschmack auf der Spur. Kleinert hat das weltweit erste Aromarad für Brot entwickelt. Und in Deutschland werden nach seinen Vorgaben bereits die ersten Brotsommeliers ausgebildet. Dabei seien die Backverfahren von früher maßgebend. Teige sollten länger reifen und Brote intensiver gebacken werden. Da wir uns ja mit dem Phänomen des natürlichen Brotgeschmackes beschäftigen, müssen wir noch viel mehr verstehen, warum früher so lange Teige gemacht worden sind. Wir wissen heute zwar, dass es gut ist, wir müssen aber noch viel besser verstehen, welche biochemischen Vorgänge abgelaufen sind, weil wir die natürlich heute wieder genauso gut machen wollen. Darum lautet auch das Motto der Profis: Gutes Brot braucht nicht viele Zutaten, aber sie sollten von bester Qualität sein, damit das tägliche Brot noch mehr auch zum Genuss wird.